Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird inspiriert durch ein Thema, was ich vor ein paar Tagen bei Facebook gelesen habe. Der Bau eines Buches. Und zwar zum Schlagen, Werfen, was auch immer. Ne? Also Bildung kann auch eine Waffe sein. Wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, ich versuche das Ganze wieder relativ simpel zu halten, also auf jeden Fall für den Grundbau. Ich habe aus dem Baumarkt eine 5 cm Schaumstoffmatratze genommen. Gibt es in verschiedenen Farben, grau, gelb, ihr kennt das ja. Ist 5 cm, was ich auch für meine Hammerköpfe und ähnliches nehme. Habt jetzt 15 cm Breite, 20 Länge, weil ich nicht zu einen großen Wälzer machen wollte. Bin jetzt hingegangen, habe 6er Matte genommen. Habe ein bisschen Rand gelassen für das Buch, für den Einband. Habe das Ganze einmal rumgeklappt. Habe dann quasi hier nochmal die 2 Linien und dann nochmal. Und dann geguckt, dass der Abstand zum Rand ungefähr gleich ist. Muss man mal gucken. Ganz so genau habe ich jetzt nicht gemacht. Dann wird das quasi einmal so eingeklebt. In der Hoffnung, dass das dann nachher weitgehend gerade ist. Ich glaube, ich werde hier aber auch noch mal so eine kleine 45 Grad Kante reinmachen. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen nachschleifen. Oder ich nehme die Schere. So, mal gucken, ob es geht. Ja. Das mache ich quasi, damit das nachher eine schönere Rundung kriegt. Die Schere wäre natürlich einfacher gewesen. Beziehungsweise das machen wir jetzt auch mit der Schere. So. Könnt ihr jetzt natürlich mit Pateks machen oder halt mit Heißkleber mache ich jetzt auf die Schnelle. Weil das sind keine Flächen, wo groß dann irgendwie mit drauf, weil da ist ja noch die Matte drum. Dann habe ich aus Dreiermatte noch der Bucheinband, der soll noch so ein bisschen an den Kanten umgeschlagen werden. Dann muss ich jetzt gucken, ob das nachher funktioniert. Aber wir gehen jetzt erstmal hin. Passiert hier nichts. Ne? Gut. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen großzügig das Ganze einkleben. Wie gesagt, wenn ihr eine Heißklebepistole nehmt, guckt ihr da bei so größeren Flächen, wenn ihr da irgendwas machen wollt, dass die eine größere Düse hat. Die braucht dann relativ viel Patronen, aber damit könnt ihr halt größere Flächen relativ schnell machen. So. Klebe ich das hier einfach mal drauf. 100%ig gerade ist das, glaube ich, ja bei mir alles nicht so ganz geworden. Aber naja, gut. Müssen wir nachher mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Ich habe es Gott sei Dank auch auf der richtigen Seite geklebt. Ich hatte nämlich gerade schon fast Panik, dass ich das hier mit der 45 Grad nicht drauf, sondern auf die falsche Seite. So, mal schauen. Müssen wir mal gucken. Dann machen wir hier mal. Ich hoffe, das klappt. Mach ich mal ein bisschen mehr drauf. Jetzt hier noch ein bisschen was überlappend. Dann auch noch. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen einfach mal hin, nehmen das Stück Kernstab, legen das an der Matte an hier innen und dann gucken wir mal, ob wir da nicht eine gerade Fläche, also eine gerade Kante mit hinkriegen. Das müsste ja normalerweise dann funktionieren. So, das legen wir hier auch mal an.
dann das bisschen an. So, jetzt müsste das eigentlich, ja, sieht gut aus, ne? Hat doch schon ein bisschen was von einem Buch, oder? Ja, meine ich doch auch. So, das Ganze könnte man theoretisch auch noch an den Seiten machen. Oder? Ja, ne, lass mal. So, jetzt probieren wir das mal aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel nehmen wir denn da. Ich hätte mir vielleicht vorher ein bisschen angucken sollen mit den Büchern, wie die gebunden werden. Also ja, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Im schlimmsten Fall sieht es halt nachher kacke aus. Na? So. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier die Kernstab-Breite, aber die schmalere Seite. Ein bisschen, dass ich da eine Linie habe. Ihr seht, ich improvisiere immer schon mal so ein bisschen bei den Sachen, dass das nachher auch vernünftig ist. So, dann haben wir das hier. Hier könnten wir das auch noch machen. Das ist gar nicht so falsch. So, dann haben wir jetzt hier die Randteile. Ein bisschen. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Versuch mal einfach mal. Könnte ein bisschen knifflig werden, weil das ein bisschen danach gibt. Weil das ja quasi nur die 6er Matte ist. Aber ich denke mal, das müsste trotzdem funktionieren. Hoffentlich ist das Ganze lang genug. Ja, müsste gerade so reichen, so wie das aussieht. Ja, ich denke mal, das klappt. Ich mache jetzt hier einfach mal innen so grob. Ich hoffe, das kommt so ungefähr hin. Wird so grob die Klebekante. Ja, sieht gut aus. Müsste funktionieren. So, wie machen wir das am besten? Ich versuche es einfach mal so. Mal gucken. Wie gesagt, so ein Bucheinband habe ich glaube ich noch nie gemacht. Das ist bei mir jetzt heute ja auch Premiere. Gucken wir einfach mal, was draus wird. So, das sieht schon mal gut aus. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Dann gucken wir erstmal, ob man das hier
noch so ein bisschen umgeschlagen kriegen. Könnte natürlich auch hingehen. Ganze irgendwie zusammenkleben. Wisst ihr was, das probiere ich jetzt mal aus. Das wollte ich nämlich schon immer mal probieren, ob das eigentlich auch so funktioniert. Wenn man das hier so zusammenklebt. Muss man zwar wahrscheinlich dann nachher noch ein bisschen schleifen, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber probieren wir jetzt einfach mal ganz blöd aus. Okay, ein bisschen zu viel Heißkleber, glaube ich, genommen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht nachher an den Finger habe. Das war wirklich ein bisschen viel. Wichtigste ist das untere Stück, das zusammenhält. Ja, das ist, wenn man dann zu viel drauf macht, ist auch nicht gut. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal ein Stückchen ab. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht so die Bombe-Idee. Das hätte man dann doch auf altbewährte Art und Weise machen sollen. Na gut. Schauen wir mal. So. Dann gehen wir mal wieder hin. Machen wir einmal rund so ein bisschen. Dann haben wir wieder ungefähr. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar machen wir das Ganze ein bisschen hübsch jetzt. Da müssen wir noch ein paar Sachen vorbereiten. Ein bisschen was habe ich schon vorbereitet. Nice. Lötkolben machen wir mal rein. Und zwar bin ich hingegangen, habe mal einfach mal so ein Pentagramm abgekrakelt. Habe das dann auf Matte übertragen. Habe das dann schon mal hier also aufgemalt. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier so ein bisschen hübsch machen. Dann habe ich noch so ein rechteckiges Stück, so wie das hier genommen. Habe dann einfach die Mitte gemessen. Bin dann hingegangen. Habe einfach so ein paar Dreiecke rausgeschnitten. So Beamer Schnauze. Ja. Das ist jetzt hier nichts Besonderes. Habe jetzt noch eine römische Zahl drauf gemacht. So ein bisschen dann mit der Mitte. Und dann kommt das dann nachher hier so ein bisschen drauf, damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Ich wollte das erst was schlichter machen, habe mich jetzt aber doch dazu entschieden, das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. So, dann gehe ich jetzt erstmal hin, werde jetzt hier mal rundherum großzügig Heißkleber drauf machen. Ganze gucken, dass ich das zügig drauf kriege, damit das nicht schon wieder ausgehaktet ist. Hat man noch ein paar Linien hier drauf gemacht, damit ich weiß, wo was ist. Also, dass das nachher auch vernünftig passt. So. Das ist nicht so ganz rund jetzt geworden, aber naja, es geht jetzt nur darum zur Demonstrationszwecke. So, dann gehen wir mal hin. Weiß nicht. Ich glaube, wir kleben das Stück jetzt erstmal hier drauf. Dafür werde ich das Dreieck hier ein bisschen einkleben. Ein bisschen drauf drücken. Das machen wir auf der anderen Seite dann auch. Ich mache das jetzt nicht ganz gerade, weil ich glaube, ich brauche da gleich so. Das muss noch ein bisschen schräg werden, sonst passt das nachher nicht. Also so minimal schräg. So.
Ich hoffe, das kann man soweit schon mal erkennen, was das hier werden soll. Wie gesagt, ich wollte das jetzt ein bisschen aufhübschen. Das ist jetzt nicht so mega aufwendig, aber so ein bisschen was, damit es nachher ein bisschen hübscher halt aussieht. So, das Ding brauchen wir eigentlich ja nicht. Dann habe ich mir noch ein paar Streifen hier aufgemalt. Quasi die klebe ich dann hier noch auf. Jetzt war ich am Überlegen, prinzipiell könnte man auch noch aus Leder so ein paar Riemen dran machen, dass man das quasi an den Gürtel oder irgendwo dran hängen könnte. Aber das ist dann quasi eure Sache. Ich mache das jetzt mal ohne, aber prinzipiell sollte das jetzt auch kein Problem darstellen, dass man da was dran macht. So. Ich glaube, jeder Berufsgänger wird jetzt wahrscheinlich bald einen Herzinfarkt kriegen, wenn er sieht, wie ich das hier mache. Aber naja, mal schauen. So. Schief geworden. Na gut. So, haben wir jetzt die zwei Teile hier drauf. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe mir hier noch so ein Stück Matte. Das war mal ein 10er Stück von Kernstab. Das weiß ich nicht, das könnte man theoretisch. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Hier noch so ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, ob das nachher aussieht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mal gucken. Das ist jetzt nur so ein Versuch. Mal schauen. So, könnte man vielleicht noch ein bisschen rund machen. Jetzt wird es ein bisschen fummeliger. Schauen, wie das dann nachher aussieht. Ich glaube, da machen wir noch ein paar Stücken von. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich improvisiere jetzt hier mal so ein bisschen, dass das halt ein bisschen hübscher nachher aussieht. Was ihr dann später macht. Das geht jetzt erstmal nur quasi um die Grundbauweise, wie man sowas bauen kann. Gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber ich mache es jetzt einfach mal so. So, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass das auch gut aussieht. Wenigstens ein bisschen gleichmäßig. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier den Schleifstein. Dann haben wir so ein bisschen hier. Kleben wir das Teil hier so drauf. Ja, irgendwie fehlt jetzt hier ein Teil. Ich glaube, das hat das hier. Nochmal wieder den Stein hier als Anschlag. Wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Beispiel, was man hier so machen könnte.
gibt es wahrscheinlich noch viel schönere Möglichkeiten, aber ich improvisiere jetzt einfach mal, dass das so ein bisschen hübsch wenigstens aussieht. Das Ganze hätte ich jetzt auch noch ein bisschen rundschleifen können. Dann sieht wahrscheinlich noch ein bisschen hübscher aus. Ja? Aber ich will es simpel halten. So. Dann haben wir das Teil jetzt hier soweit. Gehe ich jetzt hin. Einfach mal so die Rückseite hier einkleben. Vorsicht, dass er dann da nicht reinpackt. Und das ein bisschen logisch höher schieben. So. Nehmen wir mal den Kugelschreiber. Dann machen wir hier noch so ein paar Linien, damit ich weiß, wo ich kleben muss. Mal schauen, wie das dann gleich aussieht. Dann machen wir dasselbe. Das sieht schon mal ganz okay aus, denke ich mal. So, dann nehmen wir mal den Lötkolben. So. Und noch ein bisschen die Kanten was ab. So. Ich denke mal, das können wir da so schon mal lassen. So, jetzt gehe ich mal hin, da das Ding ja auch noch so ein bisschen Seiten kriegen soll. Gehe ich jetzt einfach mal mit dem Lötkolben. Stinkt hier so ein bisschen die Bude voll. Ich ziehe jetzt einfach so ein bisschen hier so Linien mit rein. So, ich hoffe, das kann man sehen. Das mache ich jetzt einmal so rundherum. Wie gesagt, die Seiten sind jetzt ein bisschen grob geraten, aber ich denke mal, das ist okay. Ja, so Leute, ich würde mal sagen, das ist soweit erstmal okay. Ne? Sieht ein bisschen aus, als wenn es halt ein paar Seiten wären. Kann man bestimmt noch schöner hinkriegen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ja, ich glaube mein erstes Buch, was ich gebaut habe. Ja, ne? Ich denke, das ist soweit erstmal okay. Ein bisschen ein paar schönere Sachen hätte man vielleicht noch machen können. Weiß nicht. Na, lass mal so. Ja? So. So Leute, das ist jetzt das erste Teil vom Buch gewesen. Ne? Kann man sich vom Kopf hauen oder was auch immer. Halt schmeißen. Ja, dann hoffe ich mal, das Thema gefällt euch. Im nächsten Teil werde ich das Ganze dann pinseln und gestalten, dass das nachher ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Die Rückseite lassen wir mal schlicht.
Aber ich denke mal so, für mein erstes Buch, um den Leuten nicht um die Ohren zu hauen und denen das Wissen einzuprügeln, ist das schon mal ganz okay. Dann hoffe ich mal, das Thema hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, nächstes Wochenende. Da gibt es dann den Krug, wenn der fertig ist, und dann natürlich auch das Buch. Ich hoffe mal, das Ganze gefällt euch. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.